Das ist Beyond Horizons, der Skyguide-Podcast über Sicherheit am Himmel und die faszinierende Welt der Luftfahrt. Wir sind gerade bereit für den Take-Off. Ich bin euer Host, der Vladi Barossa. Hallo miteinander, da sind wir wieder mit einer neuen Episode von Beyond Horizons. Schön, sind ihr wieder mit dabei. Unser heutiger Gesprächspartner ist der Sascha Hardecker von Dufour Aerospace. Und mit ihm wollen wir über ganz spezielle Luftfahrzeuge reden, die in Zukunft eine wichtige Rolle könnten spielen. Und zwar in Bereichen, wo man im ersten Moment vermutlich gar nicht daran denkt. Sascha Hardecker, willkommen bei Beyond Horizons. Danke, schön da zu sein bei euch. Sascha, wir reden heute über Drohnen und vor allem über einen Ausdruck, Vertical Takeoff and Landing. Wie in der Luftfahrt gibt es auch da eine Abkürzung, VTOL. Vielleicht nicht für jeden mal gerade klar, was das bedeutet, was sich dahinter versteckt. Darum habe ich es jetzt auch ausgesprochen. Das sind jetzt nicht handelsübliche Drohnen, die ihr herstellt, Dufour Aerospace, die jeder mal im Laden kaufen kann. Für den Laien, der uns jetzt gerade zulässt, was sind das für Drohnen und was macht ihr mit denen? Ja, Drohnen, das kann irgendetwas sein zwischen wenige Millimeter gross und so gross wie ein Jumbojet, grundsätzlich. Drohnen ist nichts sehr Spezifisches, so ein Schlagwort für ganz vieles. Und wie du gesagt hast, die wir herstellen, die kaufst du nicht im Laden. Das richtet sich an professionelle Operator. Ich kann das vielleicht ein bisschen vergleichen heute mit Helikopter oder mit Flugzeug. Das ist im Normalfall auch nicht etwas, wo du einfach als Privatperson hast, sondern normalerweise braucht es eine Organisation, um die zu betreiben. Und die Drohnen, die wir herstellen, das geht auch in das Segment. Das sind also professionelle Drohnen, die für den kommerziellen, gewerblichen Einsatz, in unserem Fall vor allem für Transport von kritischen Gütern vorgesehen sind. Du hast noch gesagt, VTOL oder VTOL. Das ist so ein geschwurbelter Begriff für etwas ganz Einfaches. Das ist einfach senkrecht starten und landen, also benötigt keine Landepiste. Das ist das, was heute ein Helikopter macht. In unserem Fall vielleicht noch ein bisschen spezieller, dass sich die Drohne dann im Flug verwandelt, von einem Helikopter in ein Flugzeug, in ein Flächenflugzeug und somit eigentlich das Beste von diesen beiden Welten zusammenbringt. Das heißt, wir sind sowohl Helikopter als auch Flugzeug. Das ist vielleicht unsere Spezialität. Das ist jetzt ein Podcast, uns fehlt das visuelle Element. Wie gross ist die Drohne? Wie schwer ist die Drohne? Wie muss ich mir das vorstellen? Wir bauen eine Familie von Drohnen. Wir bauen verschiedene, alle nach dem gleichen Prinzip. Aber unser erstes Produkt, das nächstes Jahr, im Verlauf von 2026, in Serie dann verfügbar sein wird, das ist eine 6 Meter grosse oder breite Drohne. Die hat etwa 210 Kilo. Alles in allem, also sogenannte maximale Startgewicht, Max Takeoff Mass 210 Kilo. Sie können euch das vorstellen wie eine zu klein geratene Cessna, also so ein zu klein geratener vierplätziger Flüger oder wie ganz ein grosser Modellflüger. Irgendetwas dazwischen ist das. Wie ist Dufour Aerospace entstanden? Woher kommen ihr ursprünglich? Das ist noch eine interessante Geschichte. Wir sind nicht ein traditionelles oder ein Universitäts-Spin-off. Also wir sind nicht irgendwelche Köpfe, die gefunden haben, an der Uni, jetzt haben wir eine tolle Idee, jetzt machen wir mit dem etwas, sondern es sind Leute, die bereits ihre Spuren hinterlassen haben in der Flügerei oder auch in der Softwareentwicklung. Die haben sich zusammengetan. Also es sind 3 Gründer gewesen. Einer davon, vielleicht in diesem Kontext interessant, ist der Thomas Pfamatter. Er ist ein Einsatzpilot von der Zermatt. Das heisst, er verbringt sein Leben im Wesentlichen mit Helikopterflügen. Und er hat dann mit Ideen gekommen, was man eigentlich müsste beim Helikopterflügen verbessern. Oder wie könnte man das effizienter gestalten für gewisse Anwendungsfälle. Und aus dem heraus ist dann Dufour Aerospace eigentlich entstanden. Man hat dann zuerst ein Flächenflugzeug gebaut, ein elektrisches, ein Kunstflugzeug. Steht mal weltweit das erste vollelektrische Kunstflug zugelassene Flugzeug gewesen. Und aus dem heraus ist dann eigentlich mehr und mehr die Geschichte mit dem Tiltwing, mit dem Kippflügler entstanden. Das sind also eigentlich, das sind gestandene Leute gewesen, gestandene Persönlichkeiten, die Dufour Aerospace 2017 dann gegründet haben. Ihr seid an 3 verschiedenen Standorten vertreten. Einen vis-à-vis von uns da in Dübendorf. Was passiert an diesen 3 verschiedenen Standorten konkret? Es sind sogar 2 da vis-à-vis von euch in Dübendorf. Ja. Wir sind nämlich sowohl
Gegend vom Museum vertreten und jetzt auch im Innovationspark. Wir haben dort ein bisschen Platz anmieten. Und der dritte Standort ist dann in Visp, im Kanton Wallis. Dort sind wir auch ursprünglich gegründet worden und wir sind bis heute ein Walliser Unternehmen. Und wir pflegen das auch. An den verschiedenen Orten passiert auch Verschiedenes. Im Wallis machen wir aerodynamisches Testing, Propeller und so Sachen, Flächen. Im Innovationspark machen wir das Strukturdesign, also wie sieht das Flugzeug aus, welche Belastungen muss es aushalten, wie stark muss es gebaut werden. Und dann konstruieren wir das auch, zeichnen das. Und dann letztlich in der Nähe vom Air Force Museum machen wir alles andere. Das ist dann vor allem Softwareentwicklung, Hardwareentwicklung. Wir bauen ein eigenes Flugkontrollsystem, das ist ganz wichtig für das, was wir machen. Und dann tun wir auch die Prototypen zusammenbauen, alles testen, das ganze Flight-Testing, das passiert auch im Air Force Center. Also für das, dass ihr ursprünglich ein Walliser Unternehmen sind, am Dialekt musst du noch ein bisschen arbeiten. Ja, das ist so, das masse ich mir wirklich auch nicht an. Aber es ist gut, mein Chef ist ein Walliser, ich bin ein Rheintaler, der Werdenberger und wir haben da natürlich immer viel auszufechten miteinander. Und reden ihr Englisch miteinander? Ja, das ist so. Also bei uns ist tatsächlich praktisch 100% im Betrieb Englisch. Das ist sehr international. Wir haben auf gut 60 Mitarbeitende. Jetzt haben wir, sagen wir 17 oder 18 bei der letzten Zählung Nationen. Also wir sind wirklich ganz bunt zusammengesetzt, ganz bunt zusammengewürfelt. Das wollen wir auch so. Einerseits wollen wir natürlich Spezialisten, die wirklich das Know-how haben. Die finden wir teilweise auch im angrenzenden Ausland, bis mit den USA. Wir haben auch Mitarbeiter, die tatsächlich von Amerika umgesiedelt sind, um in der Schweiz mit uns arbeiten können. Das macht uns auch stolz. Und andererseits ist das auch kulturelle Sache. Wir sind stolz darauf, dass wir verschiedenste Nationen und verschiedene Würfe auf der Welt unter einem Dach zusammenbringen und die alle können in die richtige Richtung bewegen. Das ist ja ganz ähnlich wie bei uns in der Sky Guide. Wir sind, glaube ich, auch über 35 verschiedene Nationen, die da vertreten sind. Und es sind ja auch ein paar Mitarbeiter mehr. Wir sind ein paar mehr, das ist ja so. Nicht viel mehr, aber ein paar mehr. Die Schweiz gilt ja international als ein Standort für Innovation. Die Sky Guide, da blase ich jetzt ins eigene Horn, hat früh angefangen mit der Integration von Drohnen im Schweizer Luftraum. Man erkennt, dass das etwas ist, das in Zukunft eine wichtige Rolle könnte spielen. Gerade auch beim Thema U-Space, wo wir zusammen mit dem Batzel das vorantrieben haben, vor anderen europäischen Kollegen. Wenn wir jetzt schauen, die Entwicklung von dieser ganzen Drohnenthematik aus deiner Sicht, wo stehen wir heute in der Schweiz? Gerade auch in Bezug auf das Thema eben Vertical Takeoff and Landing. Ja, die Schweiz ist tatsächlich sehr innovativ in diesem Bereich. Ich glaube, das gilt für fast alle Felder, die es so braucht für das. Das ist die ganze Robotikseite, Automatisierungsseite, die eher von den Universitäten herkommt. Das ist aber auch das Aircraft Engineering, das Design von einem Flugzeug. Da haben wir grosse Stärken in der Schweiz. Auch viel Talent in diesem Bereich. Es ist sehr gut, da zu arbeiten. Und dann geht das zum Regulator, oder? Zum Bundesamt für Zivilluftfahrt, wo früher auch einen sehr positiven Approach eingenommen hat gegenüber Drohnenapplikationen, wo das auch erkannt hat und bis hin zu einer Sky Guide, wie du gesagt hast, wo sich da engagiert und das umfasst noch viele andere. Das ist der erste Teil, das ist die wissenschaftliche oder auch die Proof of Concept, mal erste Versuche machen, mal irgendetwas probieren. Da sind wir sehr stark, glaube ich, in der Schweiz. Da ist das Umfeld sehr gut. Das führt dazu, dass immer wieder Drohnenunternehmen, Spin-offs, Startups und so weiter rausgespült werden. Ich sage es ein bisschen salopp. Und da sind wir sehr stark. Dann gibt es den anderen Teil, das ist dem sagen wir dann Scale-up oder man sagt dann Kommerzialisierung. Dort geht es dann darum, wirklich auch etwas zu überführen von einer Versuchsphase in eine reguläre Operation. Also unterm Strich muss irgendjemand dann auch mal noch Geld verdienen mit etwas. Aber ihr macht das ja nicht aus purem Altruismus. Nein, das machen wir nicht aus purem Altruismus. Das ist natürlich ein Teil von unserem Treiber, aber am Schluss muss ein Unternehmen, wie wir sind, muss können einen gewissen Gewinn erwirtschaften und muss sich auch können refinanzieren. Das heisst, man muss dann auch irgendwann können
aufskalieren, man muss mehr produzieren, man muss mehr reguläre Operationen machen, zusammen mit Partnern. Und dort sage ich jetzt mal, haben wir in der Schweiz noch ein gewisses Potenzial. Ein Teil ist natürlich, wir sind ein kleiner Markt, wir sind nicht ein riesiges Land, wir haben nicht riesengroße Landreserven, wir haben nicht viel unbewohntes Gebiet. Das ist in der Schweiz ein bisschen schwieriger als anderswo. Das ist sicher ein Teil davon. Und dann gibt es aber auch noch einen Teil, wo man, glaube ich, gerade im Scale-Up-Bereich oder im Wachstumsbereich schon auch noch ein bisschen lernen und ein bisschen das Bricken zulegen. Wenn es darum geht, Kapital zur Verfügung zu stellen, Kapital zu finden für solche Sachen. Wenn es auch darum geht, den regulatorischen Prozess ein bisschen so zu gestalten, dass das ein bisschen einfacher ist. Dort sind wir halt in der Schweiz dann schon auch noch sehr zurückhaltend. Wir haben ja immer Stärken, wir haben Schwächen. Das ist ja sowohl eine Stärke von der Schweiz, dass wir nicht überall reinschiessen. Es kann dann aber halt immer zwei Seiten von einer Medaille, es kann auf der anderen Seite dann auch ein bisschen Schwäche werden. Und da gilt es halt, einen guten Ausgleich zu finden. Ich mag mich erinnern, es hat eine Zeit gegeben, wo du Zeitung aufgemacht hast, jeden Tag. Und jeden Tag war eine Geschichte über Drohnen drin gewesen. Die Leute haben das Gefühl gehabt, Amazon und Zalando bringen übermorgen Päckchen mit den Kleidern und dem, was man bestellt hat, mit der Drohne zu einem heim. Pizza wird per Drohne geliefert. Plötzlich ist das Ganze in sich zusammengefallen irgendwie. Es war kein Thema mehr gewesen. Darum meine Frage konkret. Du hast vorher auch erwähnt, Gütertransport. Ich nehme an, das sind nicht die Art von Gütern, die ihr wollt, mit euren 210 Kilo schweren Drohnen transportieren. Konkret, was schwebt euch da vor? Auch wenn du von einem Business Case redest, der irgendwann ja aufgehen sollte. Ja, wir sind im Bereich Transport, sehen wir das vor allem für zeitkritische Güter, die relativ schnell und zuverlässig von A nach B gehen müssen. Letztlich ist es der Drohne gleich, was denn da drin ist. Aber die Märkte, die wir jetzt einfach sehen, wo das am meisten schon greift, das sind medizinische Applikationen. Du musst dir vorstellen, das sind zum Beispiel Bluttests, wo man heute einfach über Hunderte von Kilometern teilweise um irgendwelche Seen oder Fjorde mit dem Auto umwägelt. Das ist der einzige Weg heute, was es gibt, weil der Helikopter und das Flugzeug sind einfach viel zu teuer. Und dann, dort ist einfach in diesem Bereich ist Zeitersparnis etwas sehr Gutes. Und das möchte man einfach so einfach wie möglich gestalten. Also medizinische Güter, dann aber auch dringend benötigte Ersatzteile in der Industrie. Das kann irgendwo auf einer Bahrinsel eine Dichtung sein oder ein Werkzeug, das ich jetzt gerade brauche, oder in einem Windpark oder auch in einer anderen industriellen Einrichtung. Etwas, was einfach so quasi vor Ort nicht vorhanden ist. Und das Dritte sind auch so die Warehouse-Applikationen, also dass man aus einem Lagerhaus Nachschub eigentlich regelmäßig irgendwo hinbringt. Das sind so die Applikationen, wo wir der grösste Markt und auch der am einfachsten verfügbare Markt eigentlich sehen für unser Produkt. Wie du sagst, mit dem, was wir machen, so ein 6-Meter-Flüger, da wären wir nicht an die Hausschwelle fliegen und eine Pizza abladen. Das ist nicht unsere Vision und das ist nicht unser Ziel. Ja, ich glaube, Frau Müller in Wettigen, die Pizza bestellt hat, würde ziemlich verschrecken, wenn sie gesagt, was da für ein Teil ihre Margarita bringt. Das ist ja so, aber vielleicht gleich noch ein Wort zu dem. Wir haben dort ein bisschen verschobene Wahrnehmung in der Schweiz. In der Schweiz findet das nicht statt. Das hat auch gute Gründe. Wir haben logistisch sehr gute Situation und wir haben auch sehr gute Kurierdienste etc. und wir sind näher beieinander. International findet das natürlich statt und es findet immer grossflächiger statt. Die Home Delivery, das ist jetzt nicht etwas, was die von Aerospace macht, aber es gibt doch schon grössere Agglomerationen, grosse Städte, wo auf einem wesentlichen Teil für ein Stadtgebiet das bereits stattfinden kann, dass du sehr regulär über eine App etwas bestellst und das wird dir vor die Haustür geliefert. Wir sind dort dort haben wir ein bisschen verschobene Wahrnehmung in der Schweiz. Das ist schon etwas, was sich sehr, sehr stark entwickelt und wo immer mehr auch zu einem gewissen Standard wird auf der Welt. Ja, wir sind ja in einer Situation, wenn wir jetzt das Thema Pizza gerade nehmen, wo ein Pizzakurier praktisch in jedem Quartier daheim ist und innerhalb von 15 Minuten dir die Pizza bringt. Also, und immer noch warm bringt. Ich weiss nicht, ob dann der Einsatz von einer Drohne wirklich für so etwas Sinn machen. Es ist dann immer eine Frage, was kostet das zusätzlich, wie viel ist ein Konsument bereit zum Zahlen. Aber wir wollen dort gar nicht hin als die Tour Aerospace. Wir haben ganz eine andere Vision. Wir sehen uns eher im Bereich von der sogenannten Middle-Mile-Logistik, was da wirklich grössere Distanzen sind. Und auch dort, wo man dann halt mit einem
leeren VW-Bus rumfährt, um einfach ein kritisches Gut, das nicht gross oder nicht schwer sein muss, innerhalb von einer vernünftigen Frist abzuliefern. Das ist das, was wir anstreben. Also wenn du Middle Mile sagst, jetzt kommt mir das Wort Autonomie in den Sinn. Wie weit kann eure Drohne dann fliegen? Und sie muss ja auch wieder zurückkommen. Also wie autonom ist sie da? Genau, sie muss zurückkommen. Wir haben einen Hybridansatz. Wir sind also nicht für das, was wir machen, wir wollen aber weit fliegen und wir wollen eine gewisse Payload, sagst du dem, eine gewisse Nutzlast können mitnehmen. Und sobald weit und schwer oder und viel Nutzlast, dann wird das schwierig mit voll elektrisch. Das ist heute einfach noch so, weil eine Batterie einfach nicht die nötige Energiedichte hat, die es für so Applikationen braucht. Und darum haben wir einen Hybrid. Das heisst, bei uns hat es nach wie vor einen kleineren Anteil Brennstoff an Bord, also Benzin oder Diesel. Und durch das können wir eben auch entscheiden, wenn wir mit mehr Payload fliegen, dann haben wir weniger Benzin an Bord, dann gehen wir ein bisschen kürzer. Aber grundsätzlich so 40 Kilo ausliefern, 40 Kilo Payload auf eine Distanz von 400 Kilometer. Das ist der Ansatz. Und weil es ein Hybrid ist, kannst du dann einfach nach 400 Kilometer wieder voll tanken und dann fliegst du 400 Kilometer wieder zurück, ohne Laden oder ohne irgendetwas. Das ist eigentlich unser Ansatz. Wir wollen robuste Geräte, robuste Tools bauen für einen Einsatz, wie er eben heute auch stattfindet. Oder? Was ist die maximale Payload, die jetzt so eine 210 Kilo Drohne kann transportieren kann? Ja, unsere Konzeption ist jetzt 40 Kilo mit 12 Kilo Fuel, also 52 Kilo total. Es geht dann eher ein bisschen in die andere Richtung, wenn man weniger möchte transportieren. Wenn man dann runter möchte gehen auf 10 Kilo Payload, dann kann man dann aber auch 1000 Kilometer am Stück fliegen. Das ist so ein Abwägen, was muss ich wirklich machen und was möchte ich wirklich machen. Es klingt auf den ersten Blick noch wenig, 40 Kilo. Es gibt aber entsprechende Analysen, gerade im kritischen Bereich Cargo. Und es ist tatsächlich heute so, dass für die 40 Kilo oder noch viel weniger, teilweise wird für 7 oder 8 Kilo ein 8-Tonnen-Helikopter eingesetzt. Und das ist dann einfach kein Aufwand und Ertrag mehr. Oder es wird im besseren Fall ein Lieferwagen eingesetzt, ein VW-Transporter. Und dort sind wir halt mit der Drohne schon sowohl vom CO2-Abdruck, aber auch von der Zeit und auch von den Kosten durchaus in einem Bereich, dass das extrem viel Sinn macht. Ihr testet momentan im Ausland. Was testet ihr genau und wie sind die ersten Erkenntnisse von diesen Tests? Wir testen nicht nur im Ausland, wir testen auch in der Schweiz. Das darf man schon sagen. Das Haupttesting machen wir immer noch da, aber es geht für uns natürlich immer darum, jetzt je länger an eine Realität von einem stehenden Betrieb zu kommen. Das heisst, so Early Operations, anfängliche Operationen zum Reinwachsen, zusammen mit unseren Partnern, zusammen mit denen, die dann die Drohne auch betreiben wollen. Wir wollen sie ja eigentlich bauen, andere wollen sie betreiben. Und mit denen jetzt schauen, wo sind noch die Hiccups, wo sind noch irgendwelche Stolpersteine, was müssen wir noch verbessern. Und um das geht es eigentlich. Und darum suchen wir jetzt immer mehr auch neue Anwendungen oder andere Anwendungen raus aus der Komfortzone, dorthin, wo wir nachher auch fliegen wollen. Bei diesen Tests geht es jetzt also primär darum, alle Verfahren, alle Procedures, Checklisten und auf der technischen Seite alles entwickeln, was es noch braucht, um dann erfolgreich in den Markt einzutreten. Jetzt sind ihr da am Flugplatz Dübendorf ansässig. Ein Flugplatz bietet viele Möglichkeiten. Da rundherum könnte man ja, denke ich, auch Tests machen. Gibt es da konkrete Projekte, die ihr habt, dass ihr da vielleicht auch regional mal etwas ausprobiert? Für uns ist der Flugplatz Dübendorf ein Glücksfall. Wir haben hier die Möglichkeit unter realen Bedingungen. Da hat es andere Flugzeuge, da hat es andere Prioritäten. Da haben wir nicht einfach alles für uns, oder? Sondern da müssen wir uns immer konstant in ein gewachsenes Ganzes einfügen. Und das ist für uns eine tolle Situation, weil da können wir sehr viel lernen. Das ist natürlich manchmal auch ein bisschen einschränkend, aber grundsätzlich ist das grossartig. Wir wollten in der Nähe auch jetzt versuchen, einen Korridor aufzutun, wo wir dann sagen, wir können jetzt wirklich von A nach B fliegen. Das hat einfach damit zu tun, genau das, was ich gesagt habe, dass wir uns näher können an einer Realität anwenden. Oder? Wir können lange im Labor und lange in der Simulation und lange im Testflügen unterwegs sein, aber irgendwann kommen wir dort einfach an die Decke und es bringt nicht mehr wahnsinnig viel und dann müssen wir einfach über das ausdenken und dann auch über das ausschaffen und rausgehen. Und ein Korridor, eine längere Distanz,
Ich kann da nicht alle Details erzählen, aber das ist sicher das nächste Ziel, dann auch in der Schweiz, dass wir mal können, einige 10 Kilometer am Stück fliegen und wirklich kann sagen, wir fliegen jetzt von A nach B und wir sammeln dort wieder wertvolle operationelle Erfahrung, um das ganze Projekt auch weiterzutreiben. Für den Zuhörer, der jetzt gerade den Podcast hört, wir haben hier am Flugplatz Dübendorf aktiven Flugbetrieb. Einerseits haben wir Helikopter von der Luftwaffe da, die Rega ist mit Helikopter an dem Standort, die Kantonspolizei Zürich ist mit dem Helikopter da, plus eben Drohnen, die auch noch stattfinden. Also da müssen wir ja auch schauen, dass wir alle aneinander vorbeikommen. Wenn du jetzt auf die Zeitachse schaust, von welchem Zeithorizont redest du, wenn du sagst, so einen Korridor vielleicht auch da in der Nähe können aufbauen? Ja, der mit der Zeitachse, der ist bei uns immer ein bisschen schwierig, oder? Weil da müssen so viele Faktoren zusammenspielen. Oder? Wir sind in der Schweiz, das heisst, du musst gewisse Prozesse einfach befolgen, das ist auch gut. Schon richtig, du musst die Stakeholder, alle Involvierten können abholen, begrüßen, mit denen zusammen einen Plan schmieden, wie könnte das aussehen. Wir müssen technisch in der Lage sein, das zu machen, das auch sicher zu machen, wir müssen das Vertrauen haben, dass wir das sicher können. Und dann musst du dann auch noch den Bewilligungsprozess haben. Von dem her tue ich mich gerade ein bisschen schwer mit irgendwelchen Zeiträumen, weil es einfach immer unbekannt ist. Für uns natürlich immer so schnell wie möglich, das ist klar. Wir wollen vorwärts, das ist logisch, aber auch so langsam wie nötig, damit es einfach seine Ordnung hat. Wenn wir irgendwie im Jahr 2025 so etwas wirklich angehen können, dann wäre das schon sehr ein guter Erfolg. Reden wir schnell über das Skyguide und die Rolle von der Skyguide in dem ganzen Prozess. Wie können wir euch da unterstützen, damit das vorankommt? Ja, du hast erwähnt, oder? Die Rolle von der Skyguide ist natürlich, die Flugsicherung sicherzustellen und die Koordination sicherzustellen. Und das machen wir schon. Ihr unterstützt uns schon sehr viel in dem. Namentlich jetzt hier der Turm in Dübendorf, der Tower, wo uns die Mitarbeitenden dort natürlich immer probieren, auch unsere Bedürfnisse im Rahmen des Möglichen zu berücksichtigen, unsere gewisse Flugzeit können einzuräumen. Jetzt hier in Dübendorf speziell in Absprache mit der Luftwaffe, wo wir auch eine entsprechende Vereinbarung haben, dass wir das machen können. Wenn man das ein bisschen auftut, dann kommt der Skyguide da natürlich eine zentrale Rolle zu, grundsätzlich. Und vielleicht kann ich jetzt Klammerbemerkung machen, Skyguide oder vielleicht auch einen anderen Flugsicherer, Klammer geschlossen. Ich weiss nicht, wie das System in Zukunft wird sein. Das weiss keiner so genau. Das weiss vielleicht noch niemand. Aber die Flugsicherung als Ganzes ist einfach essentiell und zentral, oder? Und weil die Drohnen, die müssen natürlich koordiniert werden, entweder separiert, dass man sagt, der Luftraum ist jetzt nur für Drohnen, das ist schwierig, da blockierst du ganz viele Sachen, die du eigentlich nicht brauchst, das kennen wir. Wir wollen natürlich lieber ein dynamisches System, wo man kann das in Anspruch nehmen kann, was man braucht, und dann auch wieder freigeben für den Nächsten, was es braucht. Und das braucht eine ordnende Hand. Das sind natürlich heute entsprechend die Digitalisierungsinitiativen im Gang. Du hast das erwähnt, U-Space-Projekt, wo Skyguide auch eine führende Rolle einnimmt. Wir sind dankbar um das, weil letztlich, wenn unsere Operationen sollen möglich wären, brauchen wir das natürlich. Dass das ein riesen Schritt ist oder eine Herausforderung auch für einen Flugsicherungsbetrieb wie Skyguide, wo natürlich primär, wenn man sich gewöhnt ist, Airliner und Helikopter und andere Flugzeuge zu koordinieren, dass das teilweise eine andere Welt ist, das ist auch klar, das bringt entsprechende Herausforderungen mit sich. Und so ist es aber wichtig, dass man versucht, partnerschaftlich vorzugehen und immer schauen, was sind die Möglichkeiten vom anderen und wie können wir das miteinander stemmen. Ich denke, wenn wir jetzt uns vorstellen, es gibt irgendwie da in der Gegend irgendwann einmal einen Testkorridor, wo man so etwas machen kann, da geht es ja auch um Luftraumdesign, oder? Es geht um Points in Space, PINs, ähnlich wie wir das wahrscheinlich haben, oder nicht wahrscheinlich, sondern ähnlich wie wir das haben mit der Rega und der Luftwaffe, mit dem Low-Flight Network. Ist das auch, was du ein bisschen ansprichst? Im Grundsatz schon. Gerade in unserem Anwendungsfall, wir wollen von A nach B fliegen, auf einer oder verschiedenen Routen. Vielleicht kann man das dann auch wechseln, dass man nicht immer am gleichen Ort durchfliegt. Wobei man muss auch sagen, das ist lärmmässig an einem kleinen Ort. Und man fliegt dann auch in einer Höhe, wo man das nicht mehr gross hört oder nicht mehr gross wahrnimmt. Aber trotzdem, das sind Themen. Und da glaube ich schon, dass es auch die Wahl von einer Route und so weiter eine grosse Rolle spielt. Ob das dann genau gleich funktioniert, habe ich noch Fragezeichen. Ein Helikopter heute zum Beispiel, der auf so einem Netzwerk fliegt, der kann unabhängig fliegen vom sogenannten Ground Risk. Also was ist
unter mir. Das ist dem relativ gleich. Bei einer Drohne ist das ein bisschen anders, weil wir da verschiedene Zertifizierungsstufen haben. Und die ganz hohen Zertifizierungsstufen, die ein Helikopter oder ein Flugzeug erreicht, die hat die Drohne noch nicht. Das heisst, man muss im Moment einfach noch gut Rücksicht nehmen auf den Boden, auch auf das, was unter einem ist. Und das ist einfach ein anderer Ansatz. Es braucht ein anderes Design. Es wird andere Überlegungen brauchen, als jetzt gerade im Bereich von der kommerziellen Luftfahrt oder von der Luftfahrt, wie wir sie heute kennen. Das sind so die Herausforderungen, die ich angesprochen habe, die sich dann eben auch für einen sehr arrivierten und erfahrenen Provider oder Dienstleister wie Skyguide ergeben. Jetzt gibt es ja auch noch ein Sicherheitsrisiko. Eine Drohne, die kann auch runterfallen, wie jedes Luftfahrzeug auch. Ich denke, das ist etwas, was man ja auch berücksichtigen müsste. Wir sind in dicht besiedeltem Gebiet. Wie sehen da eure Vorkehrungen aus? Ja, das ist genau so. Wir sind da nicht irgendetwas anderes als ein Flugzeug oder so. Und das Flugzeug muss hohe Sicherheitsstandards können erbringen und nachweisen, der Hersteller und der Operator müssen nachweisen, dass sie das eben auch können, dass ihre Wahrscheinlichkeit von einem schweren Vorfall so und so tief ist, also so und so positiv, in Anführungszeichen, und wir müssen genau das Gleiche machen. Also der Weg dorthin ist genau gleich. Und unsere Vorkehrungen sind auf zweierlei Seiten. Die eine ist, dass wir bereits beim Design von der Drohne eigentlich eben, und jetzt wieder zurückgehst auf den Anfang von Dufour Aerospace, wir kommen aus der kommerziellen Aviatik, wir sind im Helikopter oder im Flügerumfeld eigentlich gewachsen und sind vorher schon dort gewesen, sind dort angestellt gewesen. Wir designen unser Flugzeug schon so, dass wir diesen Sicherheitskriterien entsprechen können. Dann testen wir es und fliegen und bauen die Flugstunden aus, dass wir das auch nachweisen können, dass wir die Sicherheit erreichen. Und bis dorthin fliegen wir natürlich so, dass wir das Bodenrisiko, namentlich das Bodenrisiko, so einschränken, dass selbst wenn etwas runterkommt, das Risiko minimal ist für alle Beteiligten. Das machen wir einerseits natürlich, weil wir Sicherheit wollen, aber andererseits ist das auch für uns kommerziell recht wichtig, weil das muss einfach Schritt für Schritt vorwärts gehen und nicht einfach mit einem grossen Big Bang, Peng, jetzt sind wir da, jetzt wissen wir alles, jetzt können wir alles, jetzt machen wir das. Erstens funktioniert das nicht von der regulatorischen Seite her und zweitens wäre das auch kommerziell ganz ein schlechter Ratschlag, oder sich so zu verhalten. Das würden wir nicht verdauen. Darum Schritt für Schritt vorwärts, die Sicherheit immer ein bisschen erhöhen, die Erfahrung erhöhen, schauen, wie sich alles verhält und Sicherheit gewinnen. Ja, bei euch gilt in dem Fall Safety First, oder? Ganz klar. Ja, das gilt so. Das ist klar. Safety First, das ist im Moment vor allem auch noch auf unsere Mitarbeitenden bezogen. Im Moment fliegen wir nicht so, dass wir am Boden irgendjemanden gross tangieren können. Dann gibt es natürlich den anderen Teil, wo wir sagen, ja, da zum Beispiel mit kleineren Drohnen und in ganz kontrollierten Umgebungen, wo wir jetzt wirklich wissen, ja, ein bisschen salopp gesagt, da dürftest du jetzt auch mal abstürzen, da würde nichts passieren. Dort müssen wir natürlich dann aber auch den Entwicklungsspeed haben, wir müssen auch das Tempo haben in der Entwicklung und dort müssen wir vielleicht auch mal etwas probieren. Hey, funktioniert es nicht, auf einer ganz kleinen Skala, aber unsere 6 Meter Flüge, die sollten wenn möglich schon nicht runterkommen. Ganz einen kleinen, den wir auch haben, zu Testzwecken, dort dürfen mal etwas mehr passieren. Das ist halt auch eine Agilität in der Entwicklung. Ein Restrisiko wirst du immer haben, das lässt sich nicht ausschliessen, aber Holz anlangen, dass das nicht passiert. Ich habe vorher Drohnen erwähnt, die in den Zeitungen waren, zu jeder Tageszeit praktisch und in den Medien vor ein paar Jahren. Heute haben wir ein ähnliches Phänomen mit AI, künstlicher Intelligenz. Da wird vom absoluten Horrorszenario bis zur vollendeten Glückseligkeit alles versprochen, was man mit künstlicher Intelligenz in Zukunft machen kann. Ist künstliche Intelligenz bei euch jetzt in der Entwicklung und im Betrieb dann auch von Drohnen ein Faktor? Vielleicht zuerst auf die Entwicklung. In der Entwicklung haben wir eigentlich noch keinen zugelassenen Prozess, auch wiederum vom Regulator her, dass wir so Tools wirklich einsetzen können. Wenn es dann wirklich eine Entwicklung ist, die in Richtung hohe Sicherheitszertifizierung geht, dann kannst du das im Moment noch nicht wirklich gewinnbringend einsetzen. Du darfst nicht ein Stück Code, ein Computerprogramm von einer AI schreiben lassen,
Also du kannst das schon machen, aber du wirst das nachher nicht können zertifizieren. Es wird dir nachher niemand einen Stempel darunter machen. Das entwickelt sich aber auch. Die Welt entwickelt sich und ich denke, wir wären schon an einen Stand irgendwann kommen, aber ich sehe das jetzt eher nicht gerade in den nächsten 2-3 Jahren, dass es zertifizierte Entwicklungsumgebungen gibt, wo AI eine gewisse Rolle spielt oder vielleicht sogar eine entscheidende Rolle spielt. Und dann gibt es den Betrieb. Und im Betrieb, in der Planung, im Forecasting, im Voraussagen von wie wird das Wetter, wie wird der Bedarf vom Kunden, was für einen Bedarf wird er haben, was erwarten wir für Fracht in Zukunft und wie managen wir das miteinander. Dort glaube ich sehr wohl, dass das ein wesentlicher Teil wird sein eines Tages. Wir als Dufour Aerospace sind im Moment noch ein bisschen weniger mit diesen Sachen befasst. Wir konzentrieren uns momentan schon noch stark auf Flugzeugentwicklung und Robustheit und Applikation und Gewichtsersparnis und so weiter. Und dort in diesem Bereich spielt AI im Moment nicht ganz so eine grosse Rolle. Du hast gerade das Wort Zukunft erwähnt. Zum Abschluss von dieser Episode, von dem Podcast, schauen wir doch zusammen schnell in die Zukunft. Wie siehst du die Entwicklung von Dufour Aerospace, sagen wir, heute in 5 Jahren? Was ist die Vision? Wo stehen ihr und was ist passiert in diesen 5 Jahren? Ja, in diesen 5 Jahren haben wir das erste Produkt auf den Markt gebracht. Wir haben einen Skalierungsprozess vollzogen, dass wir nicht nur 5 oder 6 pro Jahr produzieren, sondern 40, 50, 100, 200 pro Jahr, vielleicht 400 pro Jahr. Wir haben Kunden, die das Produkt erfolgreich einsetzen. Durch das haben wir ein paar Probleme mithelfen lösen, vor allem auch für Gebiete, die nicht die Strassen haben wie bei uns. Also ich habe letztens einen Bericht von der Weltbank gelesen, dass 36% von der Bevölkerung in Afrika, und das schließt all die Grossstädte mit ein, oder? Also Kairo zum Beispiel, und so, 36% haben Zugang zu einer Allwetterstrasse innerhalb von 2 Kilometern. Im Umkehrschluss heisst das, dass die überwiegende Mehrheit von der afrikanischen Bevölkerung keine Allwetterstraße hat innerhalb von 2 Kilometern. Also sprich, da haben wir wieder mal Regenzeit oder Überschwemmungen oder was auch immer und dann kannst du die Straße nicht nutzen. Dann bist du einfach nicht mehr angehängt. Ja. Und das Problem haben wir weltweit. Das haben wir im Norden von Australien, das haben wir in Kanada. Menschen leben überall. Und du kannst, auch wenn alles immer mehr in die Zentren strömt und wenn wir eine Zentralisierung sind und die Leute flüchten in die Städte oder die Leute wollen in die Städte sein, es wird immer eine Bevölkerung geben, die sehr remote ist, die sehr abgeschieden ist und die Leute haben genau gleich wie der Städter einen Anspruch auf gewisse Leistungen. Vielleicht nicht ganz genau gleich, sie müssen vielleicht damit leben, dass sie nicht jeden Tag Post haben, weil sie 150 Kilometer weg wohnen. Aber grundsätzlich haben sie einen Anspruch auf medizinische Versorgung. Die Leute draussen wollen auch mal irgendetwas bestellen können, das am nächsten Tag geliefert wird. Ja. Verstehst du? Und ich glaube, wir sind auch ein bisschen verantwortlich, dass man Lösungen präsentiert für das. Und wenn du sagst, in 5 Jahren, dann wollen wir natürlich an ersten Ort wirklich demonstriert haben, mit zuverlässigen, guten Partnern, dass wir in der Lage sind, auch die Leute können integrieren und denen auch Lösungen können anbieten, ohne dass sie gerade einen Tag lang Auto fahren müssen, für ihr Medikament holen in der Apotheke, dass man die auch anhängen kann ans tägliche Leben oder am täglichen Leben weiterhin teilhaben lassen. Ich finde das eigentlich sehr eine positive Vision, die du jetzt zum Abschluss gebracht hast. Sascha Hardegger, danke, dass du da bist bei Beyond Horizons und alles Gute. Danke euch, hat Spaß gemacht. Danke vielmals fürs Zuhören bei Beyond Horizons, der Podcast von Skyguide. Wenn dir diese Episode gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung oder ein Review auf deiner Podcast-Plattform. Das hilft uns sehr, um noch mehr Menschen zu erreichen. Bis zum nächsten Mal.